So, hallo. Ich wollte euch ja mal kurz erklären, wie es bei meiner Kaltnadelradierung gelaufen ist. Also ich erkläre euch ganz kurz, wie das funktioniert. Das ist natürlich keine Arbeitsanleitung im Sinne, dass man jetzt danach arbeiten kann, nur dass man so ungefähr einen Einblick bekommt, was man da so macht. Also als erstes braucht man natürlich eine Kupferplatte, dann braucht man eine Stahlnadel zum Ritzen, dann braucht man eine Aquawash-Farbe, habe ich jetzt leider nicht hier, gibt es sowas zu kaufen. Als nächstes braucht man noch eine Rolle, um die Farbe auf der Kupferplatte gleichmäßig zu verteilen. Und so einen Stößel kann man benutzen, um die Farbe richtig gut einzumassieren. Also als erstes nehmt ihr die Kupferplatte und poliert die euch einmal mit irgendeinem Metallpolierer richtig schön sauber, dass die fettfrei und keine Körner oder nichts drauf sind, ist. Wenn ihr das gemacht habt, geht's los. Erstmal habt ihr irgendein Motiv. Ich hatte hier zum Beispiel dieses genommen und auch dieses. Also ihr so überlegt euch, was ihr auf die Platte raufmalen wollt, müsst aber wissen, dass das echt ziemlich schwierig ist. Das Motiv sollte nicht zu kompliziert sein. Dann ritzt ihr mit dieser Stahlnadel in die Kupferplatte euer Motiv ein. Ihr müsst ziemlich aufdrücken, dass das also auch eingeritzt wird, tief genug. Und zu guter Letzt, wenn ihr das dann eingeritzt habt, sollte das in etwa so aussehen. Ich hoffe, man kann das sehen, das spiegelt nicht zu sehr. Oder eben in dem anderen Fall so. Wenn ihr das Motiv eingeritzt habt und ihr denkt, das gefällt euch so, dann geht's los und auf einer Glasplatte wird die Aquawash-Farbe, die ich euch gezeigt habe, mit Leinöl schön angerührt und gleichmäßig auf der Glasplatte verteilt. Dann wird mit dieser kleinen Malerrolle, die es da ist, die Farbe auf die Kupferplatte richtig draufgerollt, so dass die Farbe richtig schön in die Rillen, die ihr gemalt habt oder gezeichnet habt, sich reinsetzen kann. Und wenn ihr denkt, dann nochmal mit dem Stößel richtig einarbeiten, dass die wirklich in die Rillen richtig die Farbe drin ist. Und dann kommt eigentlich das Schwierige an der ganzen Sache. Dann wird die Farbe oberflächlich wieder abgewischt. Ganz vorsichtig mit Zeitung oder mit einem Tuch und zu guter Letzt die Feinheiten mit einem Wattetupf oder so. Also und das ist ehrlich gesagt bald noch komplizierter als das Ritzen, das wirklich so alles abzuwischen, dass nur noch die Linien stehen. Wenn ihr denkt, dass das soweit gut ist, dass euch das so gefallen würde, dann geht das ab in so eine Rolle. Das zeige ich in diese Druckermaschine. Die sieht so aus, das seht ihr dann auf meiner Internetseite, habe ich die dann nochmal extra drauf. So sieht diese Druckermaschine aus. Da wird die Kupferplatte draufgelegt, dann kommt das zu bedruckende Papier drauf, dann kommen 2 Filzplatten drüber und dann wird gekurbelt. Einmal die Walze drüber und wieder zurück drüber und nochmal drüber und wieder zurück. Und dann, wie gesagt, sollten hier solche Kupferstiche, keine Kupferstiche, Kaltnadelradierungen dabei rauskommen. Ist gut, das ist nun, oder hier dieses, das kann man natürlich mit verschiedenen Farben machen. Ich habe jetzt hier Sepia und ein Blau und Schwarz und hier ist zum Beispiel Schwarz oder Blau habe ich auch irgendwo. Also man kann da die verschiedensten Farben drucken, die man sich eben vorher angerührt hat.
Und das ist dann zu guter Letzt das Ergebnis. Also das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich hier fabriziert habe, sehr laienhaft. Also fürs erste Mal, okay, geht es vielleicht, aber das gehört schon ganz schön ein gewisses Können dazu, die Kupferplatte so zu ritzen, dass die Striche auch wirklich dastehen, wo sie hingehören. Ist gut. Ich denke, ihr habt so ungefähr einen Einblick, wie das funktionieren sollte. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr gerne über meine E-Mail-Adresse mich kontaktieren oder mich anrufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.